Herzlich willkommen in Kirgisistan. Wir sind zum ersten Mal in dieser Region der Welt unterwegs und nehmen euch mit auf unsere kleine Reise hier durch Zentralasien und versuchen euch ein Bild zu vermitteln von einer Region, die sonst nur wenig Aufmerksamkeit bekommt. Viel Spaß! Jetzt haben sie richtig Gefallen dran gefunden. Aber bei 35 Grad eine willkommene Abkühlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Nice to meet you. See you. До свидания. Bye bye. Bye. Freundlicher Empfang hier in Bischkek, schon mit ein paar Leuten gequatscht, schon eine kleine Abkühlung abgeholt und es hat einen Tag gedauert, bis ich Volleyball spiele. Das ist schon mal sehr gut. Und es ist so interessant, diese ersten Eindrücke aufzusammeln. Man läuft durch die Stadt, man schaut sich die Architektur an, man schaut, wie die Menschen aussehen, was sie tragen, wie sie sprechen. Langsam setzt sich ein Bild zusammen, was man ja noch überhaupt nicht im Kopf hat. Und ich denke mal, das geht vielen von euch so, weil man weiß ja irgendwie, okay, Zentralasien, das sind so diese Stan-Staaten. Ja, wenn ich dich jetzt frage, kannst du mir die 5 nennen? Kriegst du alles hin? Ja, okay. Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan. Okay, nicht schlecht. Historisch ist die ganze Region hier Teil der Seidenstraße, also der Handelsstraße zwischen China und Europa. Es gab hier verschiedene Reiche und ich bin immer über den Namen Manas gestolpert. Das ist hier ein Volksheld. Der Flughafen ist übrigens auch nach ihm benannt. Und dann im 12., 13. Jahrhundert haben die Mongolen die Region hier erobert unter Genghis Khan. Und dann ab dem 18., 19. Jahrhundert gab es einen großen russischen Einfluss, also des russischen Zarenreiches und dann später natürlich auch der Sowjetunion. Und Kirgisistan war dann auch Teil der Sowjetunion bis 1991, dann wurde es unabhängig. Ethnisch gesehen gehört hier die Region und Kirgisistan überwiegend zu den Turkvölkern, aber es gibt auch große chinesische, persische, mongolische, russische und auch europäische Einflüsse. Also es ist ein bunter Mix und heute leben hier 75% Kirgisen, 15% Usbeken, vor allem im Süden des Landes, und 5% Russen. Das waren früher mal deutlich mehr, das ist stark zurückgegangen. Und dann der Rest setzt sich zusammen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise auch den Uiguren oder auch Dunganen. Wir laufen jetzt rüber zur Moschee hier, weil es ist voll die schöne Area. Hier viele Parks, alles sehr grün, weniger Verkehr. Und auf dem Weg bis dahin noch ein paar Worte zum Thema Sprache, weil das war, finde ich, einer der interessantesten Aspekte. Weil im Prinzip ist Kirgisistan bilingual. Einmal wird hier Kirgisisch gesprochen, das ist eine Turksprache und die ist auch mit Türkisch nah verwandt. Also wir als Laien würden da jetzt gar nicht so einen großen Unterschied hören. Das klingt schon recht ähnlich. Und dann gibt es eben durch den historisch bedingten großen russischen Einfluss eben auch die russische Sprache hier, die gerade in den Städten sehr weit verbreitet ist. Und beides wird auf Kyrillisch geschrieben. Also zum Beispiel hier gibt es auch immer viele Schilder oder an Läden und so weiter stehen dann immer sozusagen beide Namen, also auf beiden Sprachen, einmal Russisch, einmal Kirgisisch, aber beides auf Kyrillisch. Beides verstehen wir nicht. Beides, was wir nicht lesen können. Aber ich habe mich halt immer gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt die Leute hier auf Russisch ansprechen oder auf Kirgisisch? Und ich habe es erstmal mit Kirgisisch probiert. Das hat auch bisher ganz gut funktioniert, weil wir haben ein paar Worte gelernt und haben dann mit einer Kellnerin gesprochen, die uns so ein bisschen aufgeklärt hat. Ich würde sagen, grundsätzlich sprechen die meisten Leute beides, aber Russisch ist insgesamt weiter verbreitet. Gerade hier in der städtischen Region, gerade im behördlichen Bereich, im beruflichen wohl auch bei Bereich. den Kindern jetzt, also in der Schule lernen die jetzt wohl eher Russisch. Ja, das hat die uns gesagt, dass die ganz junge Generation mehr Russisch spricht, dann so die Millennial-Generation viel Kirgisisch und die etwas ältere Generation wieder ein bisschen mehr Russisch, weil die natürlich auch noch zu Sowjetzeiten gelebt haben und da halt die Sprache gelernt haben. Und wir haben auf jeden Fall einige Worte gelernt, sowohl auf Russisch als auch auf Kirgisisch. Wir probieren es erst immer mal auf Kirgisisch und es ist super cool, halt einfach noch mal ein paar Worte auf einer ganz anderen Sprache zu lernen.
wirklich eine sehr beeindruckende Moschee, sowohl von außen als auch von innen. Wir waren etwas unsicher, ob wir reingehen dürfen, obwohl wir jetzt lange Kleidung anhaben. Helen hat auch ein Kopftuch an. Und ob ich auch filmen darf, aber wir haben jemanden getroffen, der hat uns das erklärt, der meinte, ja, gar kein Problem, die Atmosphäre ist entspannt, war sie auch. Ich bin dann reingegangen und da haben Leute einfach so gechillt und auch irgendwie so Handyvideos geschaut und so, wobei es nach Geschlechtern getrennt ist. Und hier in Kirgisistan leben überwiegend sunnitische Muslime, wobei sich das Ganze auch so ein bisschen mit der nomadischen Kultur vermischt hat, also Ahnenverehrung und auch der Respekt der Natur spielen eine große Rolle. Und insgesamt ist der Islam hier nicht so streng wie in anderen Ländern. Man sieht das auch, dass zum Beispiel nur ein kleinerer Teil an Frauen zum Beispiel Kopftücher trägt und insgesamt wirkt es relativ liberal, auch was so die Kleiderordnung jetzt hier zumindest in der Stadt angeht. Und apropos Stadt, hier in Bischkek leben 1 Million Menschen und das ist bei einer Gesamtbevölkerung von 7 Millionen in ganz Kirgisistan schon ein erheblicher Anteil. Also das Land ist sehr dünn besiedelt, was auch daran liegt, dass einfach sehr viel bergig ist. Über 90% der Fläche sind von Bergen bedeckt, überwiegend das Tian-Shan-Gebirge, das Himmelsgebirge mit Bergen, teilweise über 7000 Meter hoch. Also hier der Anflug nach Bischkek, was ja in so einem Tal liegt, war wirklich extrem spektakulär. Und da erwartet uns noch einiges landschaftlich in den nächsten Tagen. Und die Atmosphäre hier ist irgendwie so entspannt, so cool hier. Dieser Vorplatz der Moschee, das gleicht eher einem Kinderspielplatz, die hier wirklich ihren Spaß haben. Und jetzt ist auch die Sonne untergegangen. Wir machen uns auf den Weg zurück zu unserer Unterkunft in der Innenstadt. Und die zeigen wir euch natürlich auch noch. Hier sitze ich in unserem Zimmer, zeige ich euch gleich. Aber erstmal eine andere Sache zum Thema Internet hier in Kirgisistan. Wir nutzen dafür eine eSIM von Saily. Haben wir jetzt schon in ganz vielen Ländern ausprobiert, hat immer gut funktioniert. Und man findet dort eSIMs für über 200 Reiseziele weltweit, unter anderem auch Kirgisistan. Und der größte Vorteil darin liegt einfach, dass ihr euch den Plan vorher holen könnt und dann wird der automatisch aktiviert, sobald ihr im Zielland ankommt. Also wir haben noch im Flugzeug gesessen, nachdem wir gelandet sind und das hat sich dann automatisch mit dem Netzwerk hier verbunden. Das heißt, wir hatten ab der ersten Sekunde Internet und mobile Daten, konnten uns damit beispielsweise mit einer Ride-Hailing-App ein Taxi rufen. Mit Yandex ist das hier die vorherrschende Ride-Hailing-App und konnten damit dann ganz entspannt um 7 Uhr morgens dann vom Flughafen in die Stadt fahren. Falls ihr es für eure nächste Reise auch mal ausprobieren wollt, dann haben wir auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code BetterBeyond spart ihr 15% auf eure erste eSIM bei Saily oder nutzt den Link ganz oben in der Videobeschreibung, da ist der Rabattcode automatisch hinterlegt. Wir kommen hier in Bischkek im Kaganat Hostel unter und hier gibt es Dorms, aber auch ein Zweibett- und ein Doppelzimmer. Wir haben das Zweibettzimmer und hier ist auch eine Klimaanlage drin, das ist bei den heißen Temperaturen schon echt gut. Sonst hat man hier Gemeinschaftsbäder, Gemeinschaftsduschen und auch eine Gemeinschaftsküche. Wir haben da gestern schon gekocht, die ist auch ganz gut ausgestattet. Der Staff hier ist sehr freundlich und die Lage ist wirklich top. Also fußläufig hier im Zentrum von Bischkek ganz viele Cafés, Restaurants, ATMs, Supermärkte und so weiter. Aber der Vollständigkeit müssen wir dazu sagen, dass die Nachtruhe echt nicht eingehalten wurde. Also Türen wurden geknallt, Leute haben sich einfach in ganz normaler Lautstärke unterhalten, haben nachts geduscht, irgendwie ihre Rotze 15 Mal lautstark hochgezogen und sich ehrlicherweise so ein bisschen Dreck drum geschert, dass man halt vielleicht auch daran denken könnte, dass um 2, 3, 4 Uhr morgens andere Leute vielleicht schlafen wollen. Das war ein bisschen enttäuschend, auch wenn hier auf die Nachtruhe hingewiesen wird und da kann jetzt auch erstmal die Unterkunft nichts für. Das liegt in erster Linie an den Gästen und für 1, 2 Nächte ist es in Ordnung, aber ich glaube, viel länger würde ich es ehrlicherweise nicht buchen. Guten Morgen, wir sind hier beim Osh-Bazar und wollen uns ja auch mal so ein bisschen durch die Küche probieren, sind aber Vegetarier, das heißt, da werden wir auf jeden Fall nicht die ganze Experience mitnehmen können, aber mit Google-Übersetzer werden wir hier schon was finden. Also hier steht, wir können natürlich kein Kyrillisch lesen, Blätterteig, Samosa, das letzte ist mit Kartoffeln für 50 Cent, weil 100 Som, das ist die Währung hier, sind 1 Euro, also ziemlich leicht umzurechnen und gucken wir mal, ob wir versuchen können zu bestellen. Schmeckt's? Ich habe diese Kartoffeltasche probiert, voll lecker. Ich finde es ein bisschen wie Samosa, aber ohne Scharf. Ja. Aber ja, so Blätterteig mit Kartoffeln ist gut und halt voll günstig. Und was man hier in Kirgisistan an jeder Ecke sieht, ist dieses Brot. Lepjoschka heißt es. Ja, und das steht jetzt hier auf Kirgisisch. Ich habe es aber auch mal übersetzt. Also das ist Schwarzbrot, dann gibt es mit Butter, dann gibt es mit Öl und dann gibt es mit Zwiebeln. Und verschiedene Größen. Gibt es so einen kleinen süßen Nachtisch? Ja, genau. Also das sieht alles lecker aus, finde ich. Und das ist halt wirklich günstig, muss man sagen. Wir haben jetzt 3 Sachen, 27 Cent. Ja. Was haben wir da? Ja, keine Ahnung. Einmal so ein Mini-Croissant
Und dann irgendwie was mit so Puderzucker ganz lecker aussah, so Teigtaschen gefüllt. Okay, Horst, gib alles. Let's go. Okay, linke Hand. Ich weiß nicht, ob er ernst gemacht hat. Hast du gewonnen? Ich glaube, er hat mich gewinnen lassen. Ah, okay, krass. Ja. Ich habe schon verloren. Okay. Sag mal. Nice try. Name. España. Also, German. German is very strong. Einmal eine Abreibung kassiert hier im Armdrücken. Ich glaube, ich habe zu wenig Körpereinsatz gehabt. Nur aus dem schwächlichen Bizeps kann ich hier gegen niemanden gewinnen. Und ja, der Markt ist hier in verschiedene Kategorien unterteilt. Hier zum Beispiel, weil gerade wir wussten nicht, was das ist, hat uns jemand erklärt, Kautabak. Ja. Und zwar ziemlich starker scheinbar. Und sonst gibt es hier auch Sektionen mit Klamotten. Und da, wo wir gerade waren, gab es ganz viele Nüsse und Früchte und so weiter. Und falls euch das Video... Ja, hier sind Süßigkeiten. Das ist jetzt eine richtige Abteilung. Ja. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Sollten euch mehr Videos interessieren hier aus Kirgisistan, weil unsere Reise startet ja erst, dann abonniert diesen Kanal. Wir haben ein paar Schritte rausgemacht aus dem Basar und haben hier auf der geschäftigen Straße auch mal einen Blick werfen können auf die Berge, die direkt hinter Bischkek hier liegen. Im Ala-Archa Nationalpark machen auch viele Leute als Tagesausflug. Und das ist so krass, da sind einfach noch so schneebedeckte Gipfel, während hier fast 40 Grad sind. Und ja, vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt oder auch nicht, warum ich Kirgisistan sage. Weil die offiziell korrekte Bezeichnung wäre Kirgisische Republik. Aber in Deutschland sagt man eigentlich Kirgisistan. Das ist die Bezeichnung des Auswärtigen Amtes. Aber eigentlich, das habe ich in meinem Reiseführer vorher gelesen, ist die korrekte Übersetzung eigentlich Kirgisistan. Ja, also die Leute hier sagen auch Kirgisistan und im Englischen ist es ja auch Kirgisistan. Von daher weiß ich nicht unbedingt, warum Deutschland da jetzt noch so ein extra IS dran gehängt hat. Aber ich finde, Kirgisistan klingt auch irgendwie besser. Deswegen sage ich das jetzt. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt, auch wenn es nicht 100% korrekt ist. Kirgisistan liegt ja hier in Zentralasien im Einflussbereich vieler Großmächte, ganz im Norden natürlich Russland, wo man eine große historische Verbindung hat, eine sprachliche Verbindung und viele Kirgisen arbeiten auch in Russland und diese Auslandsüberweisungen, die machen einen nicht unerheblichen Teil des gesamten BIPs von Kirgisistan aus. Und im Osten hat man natürlich auch China, die hier ja auch rein investieren, Infrastrukturprojekte beispielsweise, aber auch ein sehr großes Interesse an den zahlreichen Bodenschätzen haben und auch die EU ist hier aktiv, man handelt hier viel mit den Ländern und generell ist der wirtschaftliche Aufschwung hier die oberste Priorität und das sieht man hier auch in Bischkek, viele Baustellen, wo neue Häuser gebaut werden, wo Straßen renoviert werden, neue Straßen gebaut werden und so weiter. Also wirtschaftlich läuft das zuletzt ganz gut. Es gibt ja auch eine sehr junge, sehr dynamische Bevölkerung hier, wohingegen es politisch, ja, das ist jetzt Ansichtssache, aber eher ein bisschen bergab geht, wenn man so ein Freund der Demokratie ist, weil die meisten Länder hier in der Region ja, sind eher autoritär regiert und Kirgisistan war lange Zeit so ein bisschen das Aushängeschild der Demokratie hier. Aber das hat sich seit 2021 mit dem Präsidentschaftswechsel auch geändert. Ich will jetzt hier den Namen in der Öffentlichkeit auch ehrlicherweise nicht sagen, weil Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter wurde alles ziemlich beschnitten in den letzten Jahren. Von daher ist es da auch interessant, wie das politisch weitergeht. Und ich fand den gesamten Einblick hier in Bischkek super interessant. Wir wussten ja überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Und es war einfach super spannend zu sehen. So, du hast es gerade schon gesagt, es ist eine sehr junge Bevölkerung. Ich habe das Gefühl, sehr viel Leben findet draußen statt. Ne? Also es hat alles sehr lebendig gewirkt, sehr cool, teilweise auch sehr modern. Die Leute sind irgendwie so super stylisch gekleidet und so. Ja, also richtig cool. Und auch die Leute, die Englisch sprechen, sind auch sehr offen auf uns zugekommen zum Beispiel. Wir sind mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen und so. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben jetzt auch in Bischkek wirklich wenig andere Touristen gesehen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sich das noch ändert jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Wir werden ja noch durch das Land reisen und dann natürlich auch so ein bisschen die andere Seite kennenlernen, weil Bischkek jetzt auch nicht das ganze Land repräsentiert. Ne? Also
wir werden auch noch viel sehen von den Bergen, Seen. Genau, und so aber vor weiter. allem auch von der traditionellen Lebensweise, von den Nomaden und so weiter. Und das ist natürlich hier komplett anders. Ja, genau, also sehr untouristisch, aber man muss dazu sagen, auch sehr heiß. Also wir sind jetzt ja im Juli hier. Das ist eine gute Reisezeit insgesamt für das Land, weil es halt eben in den Bergen liegt und da, wo wir jetzt die nächsten Wochen noch sein werden, kann es trotzdem sogar noch schneien, ja, auch im Juli und August. Deswegen sollte man jetzt nicht unbedingt zu einer anderen Jahreszeit kommen, muss sich dann aber halt auf heiße Temperaturen hier in Bischkek einstellen. Ich würde sagen, 1-2 Tage kann man es auf jeden Fall mitnehmen, trotz Ja. der heißen Temperaturen. So gegen Abend oder früh am Morgen kann man das dann schon machen, tagsüber dann irgendwo drin. In einem der zahlreichen Cafés und Restaurants Ja. kann man gut die Zeit hier verbringen. Also es war ein cooler erster Eindruck, ein sehr netter Empfang, wie du gesagt hast. Haben wir mit vielen Leuten sind wir in Kontakt gekommen, die uns sehr freundlich begrüßt haben. Man hat sich sehr wohl gefühlt hier, Ja, finde ich. finde ich auch. Und wir sind sehr gespannt, was uns jetzt in der nächsten Zeit hier noch erwartet. Das wird mit Sicherheit noch ein ganz anderes Bild, was wir dann von Kirgisistan kriegen werden. Also danke fürs Zuschauen und an dieser Stelle noch die Begrüßung 2 neuer Kanalmitglieder, und zwar einmal Robin Z und Schwan. Ja. Ganz lieben Dank für euren Support. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder in Kirgisistan. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.